Hey Leute, herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von MTB News. Ich bin der Arne und ich zeige euch heute das brandneue Orbea Occam. Eigentlich müsste ich sogar in der Mehrzahl sprechen, es gibt nämlich gleich zwei neue Bikes. Einmal das Orbea Occam LT mit 160 mm Federweg vorne und 150 mm Federweg hinten und einmal das Orbea Occam SL mit 140 mm Federweg. Beide Bikes setzen auf die gleiche Rahmenplattform, unterscheiden sich aber ziemlich deutlich im Einsatzbereich und in den Fahreigenschaften. Die unterschiedlichen Fahreigenschaften werden zum einen durch andere Dämpferyokes und zum anderen durch Federelemente mit unterschiedlichem Hub erreicht. Außerdem setzt das Orbea Occam SL auf einen Remote Lockout für Federgabel und Dämpfer, während das Occam LT einen ziemlich coolen, innovativen Flipchip hat, den man auf dem Trail super schnell und einfach umstellen kann. Außerdem teilen sich beide Bikes ein paar ziemlich coole Rahmendetails. Es gibt, wie bei Orbea üblich, ein integriertes Multitool, was magnetisch hält. Beide Bikes haben einen Kofferraum. Die werden ab Werk mit einer Schutzfolie ausgeliefert, was ziemlich cool ist. Außerdem kann man sich natürlich über das Mayo-Programm die Rahmenfarbe selbst zusammenstellen. Man kann ein paar Komponenten austauschen und sein Bike so individualisieren. Neben dem Carbonrahmen gibt es das Occam auch als Aluminiummodell. Das ist dann ein bisschen schwerer, natürlich ein bisschen günstiger. Alle Details, die ich genannt habe, treffen aber auch auf das Alu-Modell zu. Also da gibt es auch einen Kofferraum und alles, was man sich wünschen kann. Preislich liegt das neue Orbea Occam zwischen 2.800 und 10.000 Euro. Da sollte also für jeden was dabei sein. Jetzt nehme ich euch mit auf die Trails und zeige euch, wie sich das Occam in der Praxis fährt. Wie ihr euch bestimmt schon denken könnt, unterscheiden sich die beiden neuen Occams ziemlich deutlich in ihren Fahreigenschaften. Das Occam SL ist vor allem bergauf ziemlich leichtfüßig unterwegs, klettert richtig gut und geht auch dank dem Lockout von Dämpfer und Federgabel wirklich gut nach vorne. Bei der Bedienung vom Lockout braucht man allerdings erstmal ein bisschen Eingewöhnungszeit. Da habe ich anfangs öfter mal den falschen Hebel gedrückt, weil der Lockout-Hebel genau da ist, wo man sonst die Variostütze hat und die Variostütze überm Lenker ist. Bergab ist das Occam SL auch super agil, nimmt gut die Geschwindigkeit mit, lässt sich ziemlich präzise steuern und dank dem tiefen Tretlager auch wirklich gut in Kurven legen. Für mich persönlich könnte das Bike allerdings gerne ein bisschen kürzer ausfallen, weil es mit 490 mm Reach in Größe L schon insgesamt recht lang ist. Außerdem vermittelt es jetzt nicht so viel Sicherheit wie ein bisschen abfahrtslastigere Bikes und im ruppigen Terrain ist es teilweise ein bisschen nervöser unterwegs dann. Das ist allerdings auch nicht wirklich verwunderlich, weil das ja jetzt nicht der Haupteinsatzbereich von dem Fahrrad ist. Trotzdem könnte man da mit abfahrtslastigeren Reifen noch deutlich mehr Abfahrtsperformance herauskitzeln. Wem das dann noch nicht genügt, der sollte sowieso besser direkt zum Occam LT greifen. Das ist nämlich viel mehr in Richtung Abfahrt getrimmt und das merkt man auch direkt. Es liegt viel satter, so richtig enduromäßig auf der Strecke, ist außerdem ein Stück kürzer, der Lenker ist höher und mit dem tiefen Tretlager zusammen hat man dann hier so ein richtig schönes Im-Bike-Feeling. Dadurch vermittelt das LT halt direkt richtig viel Sicherheit und man kann es auf anspruchsvollen, ruppigen Trails ziemlich gut Gas geben. Auch auf verwinkelten und langsamen Trails macht das Occam LT echt eine gute Figur und lässt sich ziemlich gut manövrieren. Allerdings ist es jetzt da nicht ganz so präzise wie die SL-Version. Der Hinterbau spricht wirklich feinfühlig an, generiert ordentlich Grip und das ohne dass er beim Pushen versackt oder zu viel Federweg auf einmal freigibt. Progression gibt es auch genug, deswegen kann man das Occam bei Bedarf auch wirklich gut mit Stahlfederdämpfer fahren, was mir persönlich am besten gefallen hat. Auch bergauf kann man sich nicht beschweren, die Sitzposition ist ein bisschen aufrechter als beim SL und man ist insgesamt ein bisschen gemütlicher und langsamer unterwegs. Im Vergleich mit Bikes der gleichen Federwegsklasse muss sich das Occam LT aber wirklich nicht verstecken und fährt da ganz vorne mit. Abschließend kann man sagen, dass Orbea bei beiden Varianten des Occams wirklich einen hervorragenden Job gemacht hat und zwei echt gute Bikes mit richtig schicken Detaillösungen hingestellt hat. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, Fragen könnt ihr gerne in die Kommentare stellen. Ansonsten gibt es unseren ausführlichen geschriebenen Testbericht natürlich auch wie immer auf MTB News.